Stell dir vor, du bist auf deinem Fahrrad ganz ohne Flugzeug einmal um den Planeten gefahren. Und in diesem Moment, nach über 800 Tagen, wirst du deine Familie wiedersehen. Ich glaube, niemand hätte uns das zugetraut. Aber wir sind zurück. Moin zum allerletzten Video unserer Weltreise. Oh ja. Ich glaube, ihr könnt es sehen, wir sind in Italien. Heute jetzt gerade gelandet. Nach 2 Jahren zurück in Europa. Das ist verrückt, wie lange wir unterwegs waren. Wir labern jetzt aber gar nicht großartig rum. Wir fahren jetzt einfach auf dem direktesten Weg nach Hause. Wir hatten ja schon so oft die Vorstellung, wie das ist, nach Hause zu kommen, oder? Ja. Und jetzt, wie es wirklich wird. Es wird unglaublich emotional. Aber irgendwie fällt es uns noch schwer zu begreifen, dass wir wirklich wieder zurück sind und in ein paar Tagen unser Leben sich schlagartig ändern wird. Die letzten Tage nach Hause versuchen wir unsere Gedanken zu ordnen und nehmen euch mit auf die finale Etappe. Klar, wir könnten euch jetzt noch Rom und den Vatikan zeigen, aber ehrlich Leute, die Luft ist raus bei uns. Selbst diese prunkvollen Hallen begeistern uns nicht mehr. Wir haben einfach zu viel gesehen, zu viele Eindrücke mit zu wenig Pausen. Wir sind gesättigt mit Eindrücken und müssen erstmal zur Ruhe kommen und das alles verarbeiten. Madonna! Ist dieses Italien herrlich. Und das Schönste ist einfach, uns erinnern halt so viele Dinge an zu Hause, egal ob sie Vögel sind, ne? Oder die Gerüche. Ja, oder du hast Tränen in den Augen von italienischen Nummernschildern. Ja. Ich glaube, das wird echt eine emotionale Achterbahnfahrt jetzt nach Hause. Auch wenn wir nochmal zum Abschluss durch wirklich wunderschöne Ecken dieses Landes fahren, soll das letzte Video unserer Weltreise kein Video über Italien werden. Vielmehr möchten wir noch einmal unsere Gedanken mit euch teilen, wie es sich anfühlt, so etwas vermeintlich Großes und Einzigartiges geschafft zu haben und wie es war, zu zweit zu reisen. Ich hätte ja eigentlich nie gedacht, dass ich das schaffe, dass ich das wirklich schaffe, mit dem Fahrrad so weit zu fahren und so viele Länder zu erkunden. Wenn ich so das Große und Ganze sehe und mir denke, was wir gemacht haben, denke ich mir so, okay, ist schon was Besonderes, aber ich tue mir noch richtig schwer, das wirklich so zu begreifen. Oder ich denke mir so, ja, haben wir halt gemacht, ist ja nicht so besonders. Also es fühlt sich für mich nicht so besonders an, wie ich denken würde, wie es sich anfühlt. Ja, andere Menschen so, boah, krass, was ihr gemacht habt. Ich denke mir so, okay, haben wir halt gemacht. War ja gar nicht so schwer. Auch wenn es natürlich sehr schwer war manchmal. Ja, ich tue mir irgendwie noch schwer, das so ein bisschen auch anzuerkennen mir selber gegenüber und auch stolz zu sein. Also ich bin stolz, dass ich es geschafft habe, aber ich denke mir halt so, ja, keine Ahnung, kann ja jeder machen. Und auch einfach, dass Hans und ich das gemeinsam geschafft haben, durch das alles durchgestanden haben, was uns da in den Weg gelegt wurde und Auseinandersetzungen immer wieder klären konnten. Das ist so ein Geschenk und ich glaube, mit ihm, es hätte nicht lustiger sein können, wie mit dem Hans das zu machen. Aber auch, ich meine, für mich war die Reise, glaube ich, also das Körperliche viel anstrengender für Hans und deswegen hat er auch voll oft die Organisation übernommen oder geschaut, wo müssen wir jetzt hin oder Entscheidungen getroffen, die mich manchmal vielleicht auch genervt haben, aber im Großen und Ganzen war es für mich einfach super angenehm, quasi so eine Führungsperson zu haben, die mir viele Dinge abnimmt und die es mir erleichtert, diese Reise zu machen und mich auch einfach zu motivieren, weil ich habe so oft einfach auch Motivation gebraucht und er hat immer die richtigen Worte gefunden und dadurch konnte ich einfach auch nochmal so über mich hinauswachsen und so viel über mich selbst lernen. Ja, es war vielleicht auch nicht immer einfach, quasi ein Freund zu sein, ein Partner zu sein, ein Coach zu sein in gewissen Fällen, irgendwo auch der Boss zu sein, weil auch mit den Videos und dem Schnitt und alles, er wusste halt, was er haben will und ich habe mich dann so ein bisschen angepasst, was auch vollkommen in Ordnung war, weil ich da einfach keinen Überblick hatte und das aber alles zusammenzukriegen und dann noch eine Beziehung zu führen und sich nicht komplett zu verstreiten und keine Lust mehr aufeinander zu haben, das war schon ein Akt. Aber wir haben es geschafft und deswegen vielen Dank an dich, Hans, wenn du das jetzt siehst, wenn du das Video schneidest, für alles, was du gemacht hast, für diese Reise, für uns und für mich. Und noch etwas, das mir wichtig ist klarzustellen. Vielleicht denken einige von euch, dass ich durch Hans weniger zu Wort kam und weniger vor der Kamera stand.
Aber ich kann euch sagen, dass es diese Videos überhaupt gibt, liegt zum Großteil an ihm, weil er die Energie hatte, sich darüber noch Gedanken zu machen. Ich war mit dem Reisen an sich und der damit verbundenen körperlichen Anstrengungen schon so ausgelastet, dass ich dafür keine Energie mehr übrig hatte. Es war sogar Hans, der mich oft in den passenden Momenten daran erinnert hat, meine Gedanken mit euch zu teilen, und ich hatte nie das Gefühl, dass er sich in den Vordergrund gedrängt hat. Es fällt ihm einfach leichter, die Kamera rauszuholen und einfach drauf loszureden. Wo schickt uns Komoot schon wieder hin? Ey, also, aber schaut euch das mal an. Wir lieben ja diese Steinhäuser, ne? Wenn das zum Verkauf stehen würde und wir Geld hätten, Ja. dann würde ich mir das sofort holen. Ist das genial. Wie gesagt, ne, ich würde es mir direkt holen. Ich liebe solche Häuser. Aber so den Gewächsen zu urteilen, bestimmt so 5 bis 10 Jahre. Schon leerstehend hier. Also ich sag's euch ganz ehrlich, ne, Italien rückt gerade so bei mir höher ins Top 10 Ranking, mindestens mal, von den Ländern, die wir bereist haben. Ich habe mich gerade extrem verliebt in Italien. Ich komme darauf nicht klar. Auch die Frage, wo wir in Zukunft leben werden, ist noch offen. Italien, Deutschland oder doch woanders. Aber vermutlich wird sich in den nächsten Monaten vieles von selbst ergeben. 2 Jahre lang hatten wir ein klares Ziel vor Augen, wie eine Art Mission, die uns angetrieben hat. Jetzt, wo dieses Kapitel zu Ende geht, tauchen viele Fragen und neue Herausforderungen auf. Selbst der Wechsel vom Zelt zurück in die eigenen 4 Wände wird sicherlich ziemlich ungewohnt und intensiv. Und manche Gedankenmuster, die wir uns unterwegs angeeignet haben, wirken auf einmal fast schon absurd. Zumindest aus europäischer Sicht. Wenn ich so einen kleinen See sehe wie hier, direkt neben mir, ist bei mir im Unterbewusstsein gleich so ein nicht so nah rangehen, könnten ja Alligatoren drin sein. Also bei mir ist es auch noch nicht verarbeitet. Ich frage mich, wann solche Sachen wieder raus aus dem Kopf sind. Ich glaube, das braucht eine Weile. Wir haben jetzt spontan mal einen Umweg eingelegt Richtung Bozen. Und zwar sind wir gerade in der ältesten Republik der Welt, in San Marino. Und durch San Marino sind wir jetzt auf dieser Reise genau in 40 Länder gewesen. Das ist schon krass. Die Freunde der gepflegten Statistiken, die kommen bei uns nicht auf ihre Kosten, weil wir sind ein bisschen schlampig. Aber trotzdem hier noch ein paar schlampige Statistiken. Am Tag 808 haben wir die Welt umrundet und waren, wie schon gesagt, auf dieser Reise in insgesamt 40 Ländern. Wir haben irgendwas zwischen 20.000 und 25.000 Kilometer zurückgelegt. Und ich glaube, wir sind die einzigen Radreisenden, die nicht penibelst jeden Kilometer gezählt haben. Insgesamt hatten wir nur 6 Platten, ganze 5 Lebensmittelvergiftungen und um die 40 geklauten Bananen durch Affendiebstähle. Die kältesten Temperaturen hatten wir mit minus 10 Grad in Pakistan und die heißesten bei 44 Grad im Irak. Der höchste Punkt der Reise war Nepal auf 5600 Meter mit Blick auf den Everest. Aber auch mit dem Fahrrad waren wir in ganzen 4 Ländern über 4000 Meter Höhe unterwegs. Insgesamt hatten wir zum Glück nur einen Sturz und sind durchschnittlich 60 Kilometer pro Radeltag gefahren. Die längste gefahrene Strecke war dabei 231 Kilometer an einem Tag. Die 2 Jahre und 3 Monate haben uns insgesamt ungefähr 45.000 € gekostet. In dieser Summe ist aber bereits alles enthalten. Also die komplette Ausrüstung vor der Reise, 2 Fahrräder, Versicherung, einfach alles. Und noch eine letzte Sache, Gefahren durch Menschen 0. Das stimmt. Die Null ist so wertvoll. Also natürlich waren ein paar Länder dabei, aber dass wir jetzt 26 Monate unterwegs waren und nie ausgeraubt wurden oder uns wirklich bedroht gefühlt haben. Ne? Das ist schon ein Statement in die Welt auch so ein bisschen, dass die Welt einfach ein besserer Ort ist, als man oft denkt. Ja. Und so oft wurde uns unterwegs von den Leuten gesagt, wir sollten lieber nicht ins nächste Land, in die nächste Region oder ins nächste Dorf fahren, weil dort die bösen Menschen leben. Es ist wirklich schade, dass vor allem durch die Medien immer wieder Feindbilder erzeugt, verstärkt und den Menschen negative Nachrichten eingebläut werden. Dieses Thema ist allerdings extrem komplex und wir maßen uns nicht an, eine Lösung für das vermeintlich wichtigste Problem unserer Erde gefunden zu haben. Offen gesagt haben wir uns auch manchmal in gewissen Kulturkreisen schwer getan, eine Verbindung oder Sympathie zu den Menschen aufzubauen.
weil uns einige Verhaltensweisen massiv getriggert haben. An diesem Punkt ist uns bewusst geworden, das, was wir für richtig halten, ist nur eine von sehr vielen Sichtweisen. Auch wenn es uns zunächst schwer gefallen ist, unsere eigene Denkweise in Frage zu stellen. Mit der Zeit haben wir immer mehr gelernt, zu akzeptieren und zu tolerieren. Auch wenn wir eine völlig andere Weltanschauung oder Meinung haben. Wenn wir durch unsere Reise eine Botschaft in die Welt senden könnten, dann wäre es wohl, zeigt euren Mitmenschen oder selbst euren Feinden ein bisschen mehr Akzeptanz. Egal, ob sie einen Turban tragen, eine Corona-Impfung weniger haben, keine Ahnung, schlecht Auto fahren können oder durch die Jugendsprache jeden Satz mit Yo Digger beginnen. Am Ende sind es nur Kleinigkeiten, die uns voneinander unterscheiden. Denn du bist auch nur so geworden, wie du bist, weil du zufällig an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit geboren bist als ich. Nein, das gibt's doch nicht. Hans hat einfach auf der ganzen Weltreise gesagt, er will Flamingos sehen. Und jetzt, hier in Italien, ist es soweit. Also das gibt's doch nicht. Wo kommen die her? Ich habe keine Ahnung. Das gibt's doch einfach nicht. Dass es hier Flamingos gibt. Italien. Und wieder mal bin ich so, die gibt's doch nur in Afrika und Asien. Hä? Oder Amerika, aber Europa? Franzi ist gerade auf der Flamingo-Pirsch. Aber es ist wirklich, es sieht so ungewohnt aus, wenn so ein rosaroter Schwarm über dich drüber fliegt. Wow. Guckt euch an, wie viele das sind. Das sind ja wirklich Hunderte, den ganzen Fluss entlang. Da sucht man am Arsch der Welt nach solchen Tieren und findet sie ausgerechnet am Po in Italien. Das sieht doch einfach wunderschön aus, wie die pinke Farbe zum Vorschein kommt, wenn sie losfliegen. Der Bezug zur Natur und die vielen kleinen Überraschungen über den ganzen Tag verteilt, werden wir bestimmt vermissen. Nur noch 3-4 Tage nach Bozen. Also wirklich fast geschafft. Wir haben jetzt hier so ein, keine Ahnung, altes, kaputtes Fischerhaus gefunden. Aber wir wollen trotzdem einfach noch mal ein paar Gedanken teilen mit euch. Ein paar Sachen besprechen. Ja, was wird denn jetzt eigentlich so die Zukunft bringen? Die nähere Zukunft. Ich will jetzt erstmal wieder nach Bozen ziehen. Ich kann mir schon gut vorstellen, im Tourismus zu arbeiten, weil ich jetzt einfach gemerkt habe, wie schön es ist, wenn man gut aufgenommen wird. Aber ich denke mir, vielleicht brauche ich auch so als Übergang so ein bisschen Jobs, die nicht so fest sind und mich nicht so festnageln. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen, um vielleicht mich zu krass, oder was? Zu krass, ja, also der Kontrast zu krass. Mhm. Und bei dir? Welch interessante Frage. Mhm, ganz spontan. Ich bin ja Physiotherapeut, habe jetzt schon ein paar Mal gesagt auch. Und es ist ein cooler Job. Ich fühle mich in dem Job wohl. Ich habe jetzt 2 Jahre mir so die Skills angeeignet vom Schneiden. Und diese Fertigkeiten, die ich erlernt habe, möchte ich schon noch gerne weiter ausprobieren jetzt. Mhm. Ideen habe ich ohne Ende. Ich habe mir Dokumente aufgeschrieben. Du kennst ja meine Ideen. Ich denke gerne groß. Ich will echt nichts verraten. Nee. Wenn es mit YouTube weitergeht, kommen echt richtige Granaten. Aber das Ding ist halt, mit YouTube Geld zu verdienen, ist echt schwer. Aber es wäre schon ein Traum, eine zukünftige Familie zu ernähren. Je mehr wir da auch drüber gesprochen haben, desto mehr habe ich das Gefühl, ich brenne dafür. Das ist eine Passion, da hast du auch richtig Bock drauf. Aber ich habe schon Ängste, nach Hause zu kommen. Ich freue mich extrem drauf. Aber Alter, weißt du, Alltag, wie der bei uns jetzt ausgesehen hat? Weißt du, wie chillig ein normaler Alltag sein Das stimmt, kann? also ich glaube, viele denken, wir sind hier im Urlaub. Es war wirklich harte Arbeit. Also neben Radfahren haben wir so viel Zeit in Videos gesteckt. Sobald wir irgendwie Zeit hatten, haben wir alles da reingesteckt. Ne? Also wir haben da Herzblut reingesteckt und Zeit. Und ich weiß, dass wir alles versucht haben. Um euch eine coole Reise zu bieten und dass wir jetzt auch eine richtig schöne Erinnerung an die Zeit haben, die wir uns in 10, 20, 30, 50 Jahren angucken können. Und das war es mir wert. Ja, voll. Das war es mir wert. Aber nochmal zum Thema Alltag. Ich meine, okay, Abendessen ist so ein alltägliches Ding, das man machen muss, oder? Stell dir mal vor, du wärst jetzt in der Wohnung, du hättest keine Mücken, du hättest mehr als nur einen Kochtopf, müsstest dann für dich erstmal Feuer anzünden. Hör auf, hör auf. Ich meine, du könntest vielleicht sogar noch mit dem Auto zum Supermarkt fahren, um dir Nein, jetzt übertreib. Das ist ja unrealistisch.
Das ist unrealistisch. Es ist, ja... Also man lernt schon zu schätzen, was man zu Hause hat. Der Kopf, wenn der einfach so ein paar Regularien hat, was immer wieder passiert. Man weiß, wo ein Supermarkt ist und wo was da drin ist. Wo im Supermarkt die Sachen sind. Und wo man die Nacht schläft, die nächste Nacht. Und das ist einfach so entspannt, da kommt man richtig gut runter, glaube ich, wieder. Man muss schon sagen, die Reise ging für uns jetzt minimal zu lang. Wir sind ganz schön platt. Und deswegen freuen wir uns umso mehr. Genau, wir freuen uns darauf, nicht mehr unser Leben immer dokumentieren zu müssen. Ja. Es geht um das immer. Ich habe ja vielleicht ein paar YouTube-Projekte vor, das heißt, ich fliege oder fahre irgendwo hin und mache das. Aber durchgehend das Leben zu dokumentieren ist schon und so immer dieser krass. Gedanke so, oh, eigentlich müsste ich das gerade festhalten, weil das müssen wir ja zeigen und wir wollen ja authentisch sein und wir wollen ja so viel wie möglich zeigen. Es muss Pausen geben. Die 2 Monate Pause, die wir in Kathmandu hatten, unsere einzige große Pause, das war richtig gut. So mal nicht zu denken, dass du jetzt gerade das Leben festhalten musst, das war entspannt. Ja. Und darauf freue ich mich wirklich jetzt. Ja. Klar könnten wir euch jetzt vorgaukeln, dass uns die Dokumentation dieser Reise wenig gestresst hat und wir einfach alles so weggesteckt haben. Aber das entspricht nicht der Realität. Ich glaube, eine Weltreise ohne Kamera ist entspannter und man kann sie vermutlich auch mehr genießen. Andererseits hatten wir das Bedürfnis nach Wachstum oder Fortschritt, uns nebenbei etwas aufzubauen. Beide Seiten haben ihre Vor- und Nachteile, aber wir bereuen es nicht, uns für diese Art des Reisens entschieden zu haben. Wir erreichen die Alpen und das Gefühl von Heimat macht sich in uns breit. Das erste Mal nach sehr langer Zeit erkennen wir Orte und Straßen wieder. Ein seltsames Gefühl. Wir merken beide, dass wir in Gedanken versinken, aber es ist schwer zu beschreiben, was genau in uns vorgeht. Alles sieht so aus wie früher und doch fühlen wir uns nicht mehr wie die, die damals hier losgefahren sind. Der Moment, den wir uns so lange vorgestellt haben, wie er wohl sein würde, wie er sich anfühlen würde, ist jetzt gekommen. Wo sind wir? Mit so einem Empfang haben wir nicht gerechnet. So viele vertraute Gesichter wiederzusehen, das sind Minuten, die wir in unserem Leben nicht mehr vergessen werden. Es berührt mich, zu sehen, wie Franzi ihre Familie, Bekannte und Freunde umarmt und dabei vor Glück strahlt. Meine Familie muss noch ein paar Tage warten, bis ich in Deutschland ankomme. Dachte ich zumindest. Meine Mutter konnte es aber nicht erwarten und ist ebenfalls gekommen. Es ist ein riesiges Privileg, so viel Liebe geschenkt zu bekommen. Und sei es durch das selbstgemachte Essen von Franzis Oma, die Reden und Gedichte, die über uns geschrieben wurden, der Kuchen oder die Bilder und Texte über uns, die überall hängen. Was sollen wir dazu noch sagen? Was für ein unglaublicher Abschluss des Abenteuers unseres Lebens. Ja, es ist echt verrückt, was Franzis Familie aufgefahren hat. Es ist so schön, das Heimkommen. Was die für eine Feier hingezaubert haben. Das ist genial. Alter, die haben hier was abgerissen. Wow. Das ist krass, der Empfang gewesen. Das hat sich angefühlt wie eine Hochzeit teilweise, oder? Ja. Mit irgendwelchen Kuchen aufschneiden. und reden und diese coolen Dekorationen. Die haben ja Bilder von uns aufgehangen und die ganzen Flaggen. Alter Schwede. So schön. Elias, Starfotograf, komm her. Dankeschön, gell, für alles. Fotograf und Bruder. Ja, alter Schwede. Also vielen Dank, das war Wahnsinn. Also damit hast du nicht gerechnet. Es wurde gemunkelt, dass hier irgendwas geplant war, aber das hat es echt betroffen. Ja, voll. Ja, was sagt man jetzt überhaupt? Ich weiß auch nicht. Moin. Moin. Wir sind jetzt schon 4 Tage mittlerweile angekommen. Haben jetzt Zeit sehr genossen. Ein bisschen eingelebt. Franzi ist aufgeregt, weil sie ein Auto fahren muss. Ja, ich will heute eine Freundin besuchen und muss dafür ins Auto.
Ey, zum Glück bin ich nicht dabei. Ja, ich bin auch froh, dass Angst. ich alleine bin und niemand anderen in Gefahr bringe. Auch das Heimkommen war wirklich überraschend schön. Also wir haben so ein bisschen so mitbekommen, da wird wohl was steigen, so ein bisschen. Auf jeden Fall ist jetzt irgendwo deine allerletzte Aufnahme hier. Ja, verrückt. Eigentlich musst du dich jetzt hier verabschieden. Wow, es ist jetzt die letzte Aufnahme von der Reise, ne? Ja. Also ich fahre ja noch ein paar Tage weiter jetzt, aber deine letzte Aufnahme. Ich weiß nicht, wird es irgendwann noch, denkst du, irgendwann kommt noch mal so ein Video mit dir oder so? Ich habe keine Ahnung, du kennst mich ja. Aber ist nicht Heute habe geplant. ich keinen Bock drauf und morgen bin ich wieder voll und Flamme. Bei mir ändert sich das immer sehr schnell. Ja. Aber erstmal ist kein neues Video geplant, so Ja. mit mir. Und das wäre jetzt quasi das letzte. Du hast auch so ein bisschen erstmal die Nase voll, ne? Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt auch froh, mal nicht mehr ständig in eine Kamera reden zu wollen. Dir fällt es irgendwie viel leichter, für dich ist es viel natürlicher. Aber umso schöner, dass du dich 2 Jahre so bemüht hast. Ich habe mich bemüht. Ich finde die Entscheidung jetzt von dir, dass du zum Beispiel erstmal ausschließt, dass du weiterhin Videos machst, sollte man irgendwie so bewerten, dass man sagt, okay, ich bin dankbar, dass du die 2 Jahre investiert hast, um den Leuten auch die Welt zu zeigen, anstatt jetzt zu sagen, ja schade, dass du mehr weitermachst. Ja, ja. Ich bin auf jeden Fall super froh um die Erfahrung. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Es ist mega, diese Videos jetzt zu haben und das so teilen zu können und ja, auch das Feedback der anderen Leute alle zu haben, oder? Ja. Weil es gibt uns ja auch wiederum sehr viel. Wir hatten, also ihr wart eine unglaublich aktive und positive Gemeinschaft. Ja, mega. Ne? Also in YouTube und sowas gibt es ja immer noch, also es gibt ja immer irgendwo Internet-Rambos, die irgendwelchen Mist ablassen, das gab es ja bei uns, aber das ist ja überall so. Aber der Anteil war so gering letztendlich. Wir haben so viel Zuspruch und Motivation von euch bekommen. Deswegen ein unglaubliches Dankeschön an euch. Riesen Dankeschön. Letztendlich habt ihr uns das auch möglich gemacht. Ne? Ohne euch hätten wir diese Reise einfach nicht machen können. Ich hoffe, das hat sich auch so angefühlt, dass es ein Geben und Nehmen war. Ja, danke auch an dich, weil du hast da richtig durchgezogen. Das stimmt. Ich hätte wahrscheinlich, wenn die ersten 2 Videos keiner geguckt hätte, die schon aufgegeben. Und du hast gesagt, weiter und... Danke, dass du mit dabei warst. Ja, danke dir. Zufällig. Zufällig. Die Tränchen haben wir schon verdrückt die letzten Tage. Ja, oh Gott, ich habe so geheult beim Angucken. Ja. Tschüss von mir. Tschüss von dir. Moin Leute, ich bin schon ein paar Tage unterwegs jetzt. Morgen erreiche ich meine Heimat. Morgen geht es ins Erzgebirge. Irgendwas sagt mir gerade die ganze Zeit, dass ich meiner Heimat näher komme. Irgendwie kann es nicht ganz beschreiben, ob es an dem schönen Nadelwald liegt. Die Hügellandschaft, keine Ahnung. Ich habe das gar nicht damals so beachtet oder zu schätzen gewusst. Auf jeden Fall will ich noch 2 Dinge loswerden, bevor das jetzt zu Ende geht. Franzi, wenn du das siehst, Dankeschön. Du warst ein unglaubliches Geschenk. Das kann ich gar nicht beschreiben, wie wertvoll das für mich war, dass du dabei warst. Du bist so eine tolle Person, so eine starke Persönlichkeit. Du bringst so viel Freude ins Leben anderer. Es ist halt deine Superkraft, so der Sonnenschein zu sein. Dass es jemanden gibt, der mich so lange ausgehalten hat. Ich glaube, ich war ab und zu auch nicht ganz einfach. Habe mich aber immer wieder bemüht, die Beziehung aufrechtzuerhalten, direktes Gespräch zu suchen, wenn irgendwas nicht passt. Wir haben uns beide echt reingekniet, dass wir als Paar das schaffen. Männer machen manchmal verrücktes Zeug, aber Franzi, dass du das geschafft hast, ist echt Wahnsinn. Ich habe keine leichten Wege gewählt. Wir sind, keine Ahnung, Pakistan, Tadschikistan, wirklich die wildesten Sachen gefahren. Ich glaube, härter ging es einfach gar nicht. Ich habe deine Entwicklung gesehen, wie du dich entwickelt hast, wie du stärker geworden bist, und du hast nie das Handtuch geworfen, und dafür bin ich einfach dir so dankbar, dass du mir so viel Liebe auf diese Reise gegeben hast. Mir hat man in den letzten Tagen oft gesagt, das Losfahren auf eine Weltreise ist einfach. Das Heimkommen ist schwer, weil die meisten fallen erstmal in ein Loch. Und ich glaube auch, dass solche Tiefs bei uns erstmal kommen werden, aber ich habe davor überhaupt keine Angst, weil ich weiß, dass du so viel Freude in meinem Leben bringst. Ja, genug sentimentales Gelaber. Aber das musste noch mal raus. Und die andere Sache, ist echt lustig.
Ich werde ab und zu mal erkannt. Also seit Bozen wurde ich bisher jeden Tag erkannt. Manchmal kommt einfach jemand zu mir und sagt, hey, du bist doch der Hans und so. Übelst lustig. Dann haben wir so ein kleines Plauderchen. Also wer mich in Zukunft erkennt, redet mich gerne an. Ich freue mich drüber. Ich meine, ich bin ja nicht berühmt oder sowas. Bei weitem nicht. Aber ja, es freut mich. Guten Morgen, Leute. Da ist er. Der letzte Zeltplatz für eine sehr lange Zeit, schätze ich mal. Ich bin gerade in Tschechien. Heute geht's in die Heimat. Ungefähr 65 Kilometer. Ich bin, weiß nicht, bin ich aufgeregt? Ich glaube, ich freue mich einfach nur. Aber noch bin ich recht ruhig. Mein eigenes Bett, mein eigenes Zimmer. Familie wiedersehen. Krass, hey. Ich glaube, mittlerweile gibt es nichts Gewohnteres für mich, als ein Zelt auf- und abzubauen. Und vermutlich fühlt sich Radfahren für meinen Körper inzwischen natürlicher an als Laufen. Deswegen freue ich mich darauf, auch mal wieder für andere Dinge Zeit zu haben. Lars Peter, bist du das? Hab ich noch erkannt. Grüß dich. Servus, Bin der Hans. der Hans und nicht in Vietnam. Letzter Tag heute. Letzter Urlaubstag? Nee, ich fahre jetzt noch 5 Kilometer heim und habe es geschafft. Nee, Ja, ja. das ist ja Wahnsinn. Warte. Da komme ich runter, da mache ich ein Foto. Ich weiß gar nicht, welcher Verwandtschaftsgrad das ist, aber... Ich war öfters mal auf deiner Seite, aber so mit Gesichtspullover habe ich dich da gar nicht so gesehen, oder? Gesichtspullover ist auch ein guter Begriff, ja. Nice to meet you. Yeah. Grüß dich und Glückwunsch, ne? Dankeschön, Dankeschön. Das ist ja Wahnsinn. War eine lange Sache. Ei, warte mal, eins von dir darf ich ja, Ja, ne? logisch. Ja, ich bin jetzt schon 2 Jahre und 3 Monate unterwegs. Warte mal, das glaubt mir kein Mensch. So. Muss ich ganz kurz aufnehmen. Ich bin hier gerade auf der Poolbaustelle in Oberlochmühle und Grüßt euch. du bist der Großneffe. Großonkel? Silke ist meine Cousine, dann bist du mein Großneffe. Kann oder sein. so. Und Hans hat jetzt noch 5 Kilometer bis nach Hause und ist wie lange schon unterwegs? Heute ist Tag 827. Wenn ich es noch genau im Kopf habe, bin Gott. ich quasi lange in den Osten gefahren, bis ich aus dem Westen wiederkam. Ja. Ohne Flugzeug, das war die Challenge. Ach du liebe Güte. Oh, ne? Wie geil, den sehe ich bestimmt zum 4. oder sowas, zum 4. Mal im Leben überhaupt. Der wohnt im Westen, Nordrhein-Westfalen oder so, kommt echt selten hierher. Und ich fahre vorbei und denke mir so, na, ist er das? Nee, das kann nicht sein. Dann bin ich zurückgefahren. Lars Peter, bist du's? Geil. So, letzten 5 Kilometer. Wir haben es geschafft. Ich kann nicht mehr aufhören zu lachen. Da ist es. Oh, da bin ich aufgewachsen. Ist das krass, wir kennen nicht alles. Das gerade zu sehen. Boah. Mein kleines, schönes Örtchen. Oh. Ich bin zu Hause. Boah, ey, die letzten Meter lasse ich mir noch mal auf der Zunge zergehen. Juhu! Juhu! Yeah! Geschafft! Hallihallo! Ach, das ist krass. Oh, herrlich. Hallihallo, Gott. Grüß dich mal, grüß dich. 2 lange Jahre. Alles gut. Das ist krass. Dieses Haus, ey, wo ich es gesehen habe, auf der Gänsehaut gerade. Hallihallo. Hallo! Hans. Hallo Oma. Warte mal. Oh Mensch, wie machst du das jetzt? Kommt ihr durch? Richtig. 2 Jahre, gell, verrückt? Weißt du, 2 Jahre und Ja, ja. Monate. Oh. Hallo Oma. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Leute, ich bin so weit in den Osten gefahren, dass ich im Westen wieder rauskam. Unglaubliches Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Wir haben es geschafft. Danke an euch, alle Rückenwind-Ultras.
Lasst euch gut gehen. Man sieht sich. Ciao, ciao. Grüßt euch Rückenwind Ultras. Wir haben noch 2 ganz wichtige Dinge für euch. Und zwar, wie es mit uns und unserem Kanal weitergehen wird. Ich glaube, ein paar haben es schon geahnt im letzten Video jetzt. Bei mir geht es tatsächlich weiter. Und was für Projekte in den Startlöchern stehen. Freut euch drauf. Auf jeden Fall wird der Kanal aber anders heißen. Der wird nicht mehr Rückenwind heißen. Vermutlich sowas in die Richtung Hans Maggi. Fragt mich nicht warum. Auf jeden Fall ist das Logo anders und der Name halt anders. Deswegen ist vermutlich die Auffindbarkeit nicht mehr ganz so gegeben. Wir haben euch noch nie irgendwie gesagt, so ja, bitte Kanal abonnieren und sowas. Aber ich glaube, jetzt wäre ein guter Moment. Weil so verpasst ihr halt weiterhin kein Video von mir. Und viele wissen es nach wie vor nicht. Ein Abo auf YouTube ist komplett kostenlos. Und ja, ich freue mich über jeden, der dabei bleibt. Und weil viele von euch auch gefragt haben, ob wir denn Vorträge zur Reise halten werden, jetzt wo wir zurück sind, habe ich gesagt, ja, das mache ich, weil Hans wird ja weiterhin unterwegs sein. Und zwar im Februar, März werde ich auf Tour gehen. Um ein bisschen besser zu verstehen, wo ich hinkommen soll, habe ich einen Link in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr angeben könnt, ob ich nach München, nach Köln, nach Berlin kommen soll. Und somit kann ich euch dann auch per E-Mail Bescheid geben, welche Termine wir haben und wo ich hinkommen werde. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden und jede, die Bock hat dabei zu sein und mich live zu sehen. Das wird bestimmt cool. Ja, ich freue mich total. Kommt alle. Also, wir sehen uns und viel Spaß bei den weiteren Videos von Hans.